Wenn das alles noch nicht weh genug tut, dann empfehle ich Ihnen den Münchner Rugby Club. Die Rede ist vom Rugby. Sie wissen schon, dem Spiel mit dem ovalen Lederei, aus dem das amerikanische Football entstanden ist. Come on, Billy! Don't eat shotgun today! Johnny on the spot, come on! Everybody's got it together now! Die Suche nach den letzten harten Männern von München führt uns heute in diese stickige Großhaderner Umkleidekabine. Aus mittleren Beamten und gestressten Managern mit Geheimratsecken werden stahlharte Gladiatoren. Wichtige Körperteile müssen gut geschützt werden. Rugby geht vor allem, hätten Sie es gewusst, auf die Ohren. So this is where it all happened. This is Straße 53. As everybody knows, back in the day was the English pub, and in the English pub that was the rugby club, and the rugby club always happened in the English pub. It was the place we used to go after training, where apart from in the early days when we trained outside at the Münchener Kindelweg and used to go to various pubs close by, when we got a regular training pitch, we all used to have a drink at the training pitch, and then most of us used to pile down here afterwards. When we went on tour, we used to come back, unload the bus of all the baggage and of course the crates of Augustina, and then there was a race to who could get down to the English pub first. We had AGMs in here, we had most of our events in here, we had quizzes and whatever else we could do to raise the necessary funds to keep the club running. This was for many of us back in the 80s the centre of our lives, Munich Rugby Club. You met all your friends in the club, you did your sporting activities in the club, and this was the centre of everybody's life. Dafür muss man aber genau aufpassen, was man sagt. Als Foulspiel wird zum Beispiel auch Fluchen auf dem Feld anerkannt, weil es das Image des Sports schädigt. Alles klar, ich glaube, der Platz der kann einem leid tun als Spieler, oder? Ach naja, das wächst ja wieder nach. Jetzt spielen wir erstmal eine Weile nicht, insofern denke ich, wird es schon gehen. Aber der hat schon eine Menge gearbeitet. Doch, ich glaube nicht, dass er sich da viel Arbeit macht. Er lässt es einfach wachsen, denke ich. Alles klar, vielen Dank. Okay, danke. Okay, dann... Als ich angefangen habe, und ich habe ja noch mein eigenes Jubiläum, weil ich dieses Jahr 30 Jahre im Club bin. Ich bin im November 87 dazugekommen. Da war noch nichts mit eigenem Clubhaus. Wir haben mittwochs in Ramersdorf trainiert und unsere Heimspiele in Fürstenfeldbruck gemacht, zur Untermiete beim TuS Fürstenfeldbruck. Und ja, eigene Infrastruktur war dort eigentlich Fehlanzeige. Ja? Bis hin zu eigenes Zeug immer nach Ramersdorf bringen und wieder abbauen. Also das war schon eine ganz andere Sache. Sehr grassroots-mäßig, muss man sagen. Der speziell abgemixte Zaubertrank macht noch die Runde und wir fragen uns, wie viel Prozent sind da wohl drin? Gut geölt, der letzte Hilferuf an die Schutzengel des München Rugby Football Clubs. Die Freier, die waren sehr stark im Sturm und wir haben fast die ganze zweite Halbzeit in unseren eigenen Hälfte gespielt. Und wir konnten nicht rauskommen, ja, die waren zu stark eigentlich. Das ist so, wenn der Sturm starker ist, dann kriegt dann die Hintermannschaft den Ball nicht und dann läuft eigentlich nichts. Yeah, so this is Fürstenfeldbruck, where we played our first home games in the early 80s, according to Paddy. He found the place. So the reason we moved here was because we couldn't find a place anywhere in Munich. We used to travel from one ground to the other, but none of the football teams wanted us. Eine kurze Frage zu dem Rasen einfach. Das sieht ja wahnsinnig schlimm aus. Ich glaube, das ist der Albtraum von jedem Platz, oder? Bei alle, überall. Da jetzt Wasser gestanden, haben sie gespielt drauf und immer auf alle Seiten haben sie gespielt. So warten, bis es trocken ist, dann kommen wir die Erden auf da. Wieder herrichten. Wie viel Arbeit ist das wieder herzurichten? Na, viel. Viel Arbeit. Jetzt kann man nichts machen, weil es los ist, kann ich nicht machen. Aber jetzt machen wir wieder, wenn es trocken ist. And we were able to find a place where nobody wanted to kick us off.
And interestingly enough, then 3 years after we moved here, Fürstenfeldbruck itself decided to form its own club. So from the first beginnings of rugby in 1977, by 1985 there were 2 clubs in the Munich area, and there was a very healthy rivalry between the 2 clubs from that day on. Some of my earliest memories here was when I first played here in 1988. It always felt a bit strange for me to have our home games 45 minutes outside the city. You need to remember as well that we used to play on the Sundays, so after a few drinks here, then into the English pub, yeah, it was sometimes difficult on Monday morning to get up for work, but some good memories. Also es ging los, dass ich, glaube ich, die erste war, die einzige Frau überhaupt beim MRFC vor 20 Jahren. Also vor 23 Jahren habe ich angefangen, aber in Fürstenfeldbruck eigentlich, weil da die einzige Frauenmannschaft war, bayernweit überhaupt. Und ich bin da ewig rausgeeiert zum Training, 2, 3 Jahre lang. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also das muss es doch auch in Näher geben. Habe ein bisschen recherchiert und das, was es damals schon so an Internet gab, und habe die Münchner Herren gefunden und habe mich dann kurzerhand da zum Training mit eingereiht. Bin hin, habe gemeint, hey, Rugby ist cool, ich bin eigentlich in Bruck bei den Frauen, aber einmal die Woche Training reicht mir nicht. Ich mache jetzt bei euch mit, und das war, Respekt, echt, war echt okay. Also ich wurde freundlich aufgenommen und durfte da immer mitmachen. Also wenn ich mir jetzt das Frauenteam vom MRFC anschaue, super, was draus geworden ist, und ich gucke drauf mit einem weinenden und einem lachenden Auge, weil irgendwie kann ich sagen mit Stolz, der Ursprung lag bei mir, aber ich wäre jetzt auch wahnsinnig gern immer noch ein Teil davon, dass es jetzt so groß geworden ist. So gut auch, die Mädels sind einfach gut geworden, und wir haben damals einfach immer irgendwie so das Beste gemacht, was wir konnten, aber da war noch nicht viel Know-how dabei. Wir waren einfach super motiviert, aber wir waren noch nicht so richtig gut. Alors la différence qu'il y avait quand je suis arrivé avec les Français, il n'y en avait pas beaucoup surtout. Il y avait Jeff. Et en fait, moi je parlais pas du tout allemand et je croyais comprendre l'anglais, ce qui a été une erreur stratégique. Donc en fait, avec Jeff qui traduisait la plupart du temps, et Robert aussi qui me comprenait gentiment. Après, il y en a plus qui sont arrivés au fur et à mesure des années, de plus en plus, vraiment de plus en plus. Il y avait même des Suisses par exemple, ou des choses comme ça, ou même des Allemands de Heidelberg qui parlaient français et tout. Donc je commençais à me faire comprendre, je commençais à comprendre les autres. C'est là que c'était un peu plus difficile, parce que c'était beaucoup plus facile quand je comprenais rien et que les autres ne me comprenaient pas. Après bon, j'ai dû faire... mais c'était bien, c'était une période assez sympa quand même, quand tout nouveau, tout neuf. On comprend rien ce que disent les journalistes, je trouvais ça sympa. Allez, à la vôtre. Also ein eigenes Clubhaus zu haben, ist ein Riesenschritt nach vorne, weil das dem Club auch wirklich einen optischen und einen geografischen Mittelpunkt irgendwo gibt. Ja? Wir sind nicht mehr in irgendwelchen irischen Kneipen oder so unterwegs, das natürlich immer noch, aber es ist vor allen Dingen eine Heimstadt, die auch einen Identifikationspunkt mit sich bringt, ganz klarer Fall. Und das ist ein Riesenschritt nach vorne gegenüber der Situation, als ich angefangen habe früher.
there was a fairly well functioning club. I got involved because I came along to an annual general meeting, which in those days was always great fun and involved lots of alcohol and discussions about whether the club colours should be red or green or blue. Of course they always ended up red because that was the original club colours, as decided by Dave Pounder, and nobody could ever remember what the decision was at the AGM to change the colours, and so we played in red until, I think if I'm correct, 1992. Well, yeah, easily 50 years we'll be German champions from under 18s downwards, all through the kids. That's got to be the aim, and first division team who are either the middle table to champions, and in between the last 5 years then yeah we should be German champions, but that's the aim. Is our kids need to be, get them filled up, under 18s, under 16s, under 14s, under 12s, and what we have now is it's unbelievable. I mean, we have now an artificial pitch, 4 nights a week training, possibility. We have guys coming down to every session. The commitment is fantastic. The guys that also playing, looking after the kids, so we've got a good building ground. The hardest part is solved. Now we just need to get the kids down here. Russia, Russia 11 blue, Russia 11 blue. Readkation in unsere Richtung. Yeah, so over the last 2 years since I've been coaching at the club, we've developed a huge amount already. Last season we managed to get to the final of the second Bundesliga, which was actually the second time in the club's history that we've got that far. We also last season were able to win the second Bundesliga South, which was the biggest achievement in the club's history. And now going forward, what we're looking for hopefully in the next 5 years is that we take one step further. So we're looking at going into the first Bundesliga within the next 5 years. We also have seen a huge amount of development within our second team, which is now used as a development team for young players. So we see youth players from the under 18s coming through and playing now in our second team, and then hopefully in the next couple of years we'll see them progress into the first team as well. So we're now also, the big thing that's changed over the last year is our facilities. As you can see behind me, we now have some of the best training facilities in the whole of Germany. It's quite a change from when we were training in Giesing under one floodlight on a Wednesday night. Now with these facilities we're able to do everything we wanted to do in the past, so we have nothing holding us back. Ich schau gerne zu, aber nur mit einem weinenden Auge. Ich hätte gerne nämlich selbst noch mal ein bisschen gespielt. Aber am 40. Jubiläum machen wir ein kleines Spiel, oder? Wir kommen auf jeden Fall zu einem Endergebnis, das ist wahrlich nur für harte Kerls.